Hallo und herzlich willkommen bei ledclusive.de, eurem LED-Shop mit Know-how. In diesem Video geht es um Unboxing eines aus meiner Sicht innovativsten Flickermeters zur Messung von SVM. Ein Parameter, an dem man im Jahr 2021 aufgrund der neuen Richtlinie nicht mehr vorbeikommt. Ja, mein Name ist Tom Reichelt und ja, diese Woche habe ich sie bekommen. Lange erwartet, lange ersehnt. In dieser Box das sogenannte Z-Bed der Firma Fauser. Und auf dem Lieferschein steht da jetzt drauf: Z-Bed Flickermessgerät mit Touch-Display, Prototyp. Ja, es ist der Prototyp noch, also in den nächsten Wochen dann auch serienreif erhältlich, bei uns schon bestellbar. Mit Messsonde VLP für sichtbares Spektrum. Das Gerät gibt es also auch mit anderen Sonden für andere Messwerte. Verlängerungskabel, USB-Kabel, naja, und der Transportkoffer, Leihgerät zu Testzwecken. Dann machen wir es mal auf. So sieht die Prototyp-Box aus. Was finden wir drin? Naja, ganz klar Ladegerät, das legen wir schon mal auf die Seite. Dann das Messgerät selbst mit einem schönen Display, Touch-Display. An den Seiten hier oben ein Einschalter, USB-Buchse und eine Buchse, sehr vermutlich für den Sensor. Dann haben wir hier den Sensor schön eingepackt. Den schrauben wir gleich mal vorne drauf. Da hat mir der Hersteller gesagt, der ist von den Abmessungen so, dass man ihn auch mal auf einen Mikrofonhalter aus der Audioindustrie schrauben kann. Somit kann man also auch mal den Lichtsensor, das ist eine V-Lambda-Sonde, entsprechend also der Lichtempfindlichkeitskurve des Auges nachgebildet. Dann haben wir Verlängerungskabel, ganz hilfreich, wenn wir es eben extern messen wollen, und ein Micro-USB-Kabel, Micro-USB und USB, damit wir entweder Updates durchführen können oder die Daten aus dem eingebauten USB-Massenspeicher auf dem PC laden können. Ja, wollen wir es mal einschalten. So sieht das aus. Und da werde ich jetzt also die Kamera schnell umstellen, damit ihr hier besser auf das Display seht. Bevor ich mit den Messungen starte, was erwartet uns an diesem Flickermeter? Was kann dieses Z-Bed? Ich habe es hier mal rausgeschrieben. Ich blende das jetzt dann auch im Display hier rechts oben ein. Die Kenndaten des Flickermeters Z-Bed. Klar, 4,3 Zoll Touch-Display mit direktem Aufruf der wichtigsten Funktionen. Hersteller sagt hohe Messgenauigkeit durch einen 16-Bit AD-Wandler. Ja, die Abtastrate des AD-Wandlers liegt bei 1,8 MHz Samplingrate. Ich denke, das ist USP. Mir kein anderes Flickermeter zurzeit am Markt bekannt mit einer so hohen Abtastrate. Entsprechend können wir also Flickerfrequenzen bis rauf in mehrere 100 Kilohertz Bereich zuverlässig messen. Dann haben wir hier diesen optischen Sensor mit spektraler Empfindlichkeit gemäß V-Lambda. Die Bewertungsverfahren für Flicker sind PSTLM, SVM, um den geht es vorwiegend. Dann natürlich die bekannten Parameter wie Flickerprozent, Flickerindex und auch eine Bewertung nach dem IEEE 1789. Und es werden zunehmend auch weitere Parameter hinzukommen. Die weiteren Sensoren habe ich schon erzählt, dass es da zukünftig welche geben wird. Die Darstellung der Messsignale können wir dann im Zeit- und im Frequenzbereich aufzeigen, und integrierter Datenlogger, automatische Erstellung von Messprotokollen wird möglich sein. Das alles haben wir schon angesprochen und jetzt geht es wirklich los, jetzt machen wir ein paar Messungen. So, eine erste Messung habe ich durchgeführt. Das geschieht hier über den Run-Button. Einfach in die Nähe der Lichtquelle halten und dann bekommen wir schon nach kurzer Zeit die ersten Messwerte. Sieht dann zum Beispiel hier so aus. Wir haben also hier 3 Darstellungen der Beleuchtungsstärke E, einmal den Durchschnittswert sowie die Min- und Max-Werte. Anhand des großen Unterschieds können wir schon einen großen Flickerfaktor erkennen. Dann haben wir hier den Wert F0, der steht also für die dominanteste Frequenz, die hier irgendwo auf der LED-Seite durchschlägt. Also mit 100 Hertz können wir gleich erwarten, hier brummelt es kräftig. Und dann haben wir die Darstellung der Flickerwerte, bekannte Flickerprozent.
hier mit 55,2 als auch ein Modulationswert mit 71,2 sind also zwei bekannte Berechnungsverfahren der Flickerwerte. Sowie dann den F-Index, den Flickr-Index. Dann haben wir hier oben den PSTLM, auf den wir also später in weiteren Video eingehen werden, als auch hier einen Wert mit SVM von 1,9. Also eine Leuchte, die wir jetzt so schon gar nicht mehr auf den Markt bringen dürfen, weil der neuen Richtlinie entsprechend der Wert kleiner 0,4 sein muss. Und dann wird noch eine Risikobewertung gemäß IEEE 1789 durchgeführt. Das sind so die Messwerte, die wir jetzt erstmal in der aktuellen Version bekommen. Sicherlich wird die Firma Fauser zukünftig noch weitere Parameter über Updates zur Verfügung stellen. Dann wollen wir uns den Zeitbereich anschauen, wie schon erwähnt. Große Welligkeit, 100 Hertz Brummen hier zu sehen. Und im Frequenzbereich sehen wir also einmal einen Peak bei 100 Hertz sowie dann mehrere harmonische bei 200 und 300 Hertz. Soweit also dazu auf die Schnelle die Messergebnisse, also alles, was man im Prinzip von einem Flickermeter, einem modernen Flickermeter braucht. Und weiteres zu den Detaileinstellungen werden wir also in zukünftigen Videos bringen. Hier ist noch erstmal sind nur die Basics hinterlegt, weiteres zukünftig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über das Z-Pad, also Flickermeter Z-Pad erfahren möchtet, dann abonniert einfach den Kanal. Ansonsten freue ich mich über Likes. Weitere Informationen zu Bezugsquellen und den technischen Daten findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Tom Reichelt von LED2Sieve.de, eurem LED-Shop mit Know-how.